Okay, Incheon Airport, 28. Dezember. Meine Frau, ich, ein Fietjetflug nach Hanoi. 16 Tage Vietnam. Und das ist ihr Land. Wir fliegen heim. Ersten Act, Old Quarter. Die ewige Pärchenfrage, was essen wir? Hört mal. 가봐. 우리 뭐 먹을까? bánh cuốn. 국물 있는 거 먹자. À, 국물? 든든하게. À, 그럼 bánh cuốn 먹으면 안 돼. 아니 그거 거기에 국물 있는 거 없어? 없어. 아, 왜? 이런 거 없어? 저거 포가 있네 포가. 그냥 더. 일단 오늘 식당 한번 가보자. Oh, kurz zurückgespult. Das waren wir bei der Landung in Neu Bai. Erste Mahlzeit in Vietnam, eine Schüssel Pho, 30 Minuten nach der Landung. Meine Frau hat keine Sekunde gezögert. Jetzt laufen wir also zum Abendessen. Nur heißt Laufen in Hanoi das hier, LKWs, Mopeds, wenige Zentimeter vorm Gesicht. Hört mal. 그만하네. 계속 계속 이거 마스크부터 계속 해야 되잖아. 어? 그만하네. 알지? 그만. Und wofür riskieren wir unser Leben? Für den Obama-Bandscha-Laden. Wartet ab, was meine Frau sagt. 12만 동이면 비싼 거지 여기서. 그 여기 물티슈 제외하래. 나 있어. 아니 여기 물티슈 없어? 무디슈 내가 있는데. 여기 3,000원. 그러니까 지우라고. 원래 표시 안 되어 있어? 안 했어. 다행이네. 원래 다른 데는 돼 있대. 인당 하나. Ach ja, und Feuchttücher? Nicht gratis. 3000 Dong, strikt 1 pro Person. Zeit fürs Urteil. 어때? 12만 동이면 이 정도 괜찮아? 한 명당 12만 동이면? 6천, 7천 원? 어? 이거만 갔다 와서 그런가? 미국 뉴스에서 세상에서 제일 맛있는 음식 중에 하나 적고 있잖아. Amerikanische Nachrichten, Obama und Burdin, genau hier. 120.000 Dong pro Person, etwa 6.000 Won. Banh mi, Trocken Mango, Tiger Crystal. Gute Nacht, Hanoi. Okay, harter Schnitt. Wir sind in den Süden geflogen, nach Gia Lai im zentralen Hochland, der Heimatregion meiner Frau, Coffeeland. Das Teil röstet 60 Kilo pro Ladung in ungefähr 20 Minuten. Ich habe 6 verstanden. Der Guide so 6 bis 0, 60. Und die sind in einem Jahr um 200% gewachsen. Das hier war mal ein ganz normaler Hinterhof. Green bean. 아, green bean. This Arabica. 아, The different with Robusta. Tắt đèn nhé, Tết. Der Rohbohnenraum. Arabica links, Robusta rechts und der Guide fährt eine ganze Demo auf. You are Hört mal. yes. This Arabica. You can see. Here. Come here. Yeah, come here for so easy to look. Ach, und die Namen der Röstungen? Cinnamon, New England, American, City, Vienne, French. Der Guide hat einfach nicht aufgehört, Alter. Wie auch immer, nächster Morgen. Moped, raus aus der Stadt, Richtung Kaffeefarm von der Familie meiner Frau. Es ist Erntezeit. Und das ist sie. Rote Erde, Kaffeebäume bis zum Horizont. Mit all dem ist sie groß geworden. Und schaut sie an, Reishut auf, komplett zu Hause. Sie hat schon Kirschen gepflückt, bevor ich überhaupt gecheckt habe, welche als reif zählen. So sieht reifer Kaffee übrigens wirklich aus. Kleine rote Kirschen. Rot wird gepflückt, grün bleibt dran. Und das ist die Ausbeute. Volkolb. Jede Tasse Kaffee, die ihr je hattet, hat so angefangen. Jemandes Hände, eine rote Kirsche nach der anderen. Ehrlich, ihr dabei zuzusehen, wie sie in ihrer eigenen Heimat Kaffee erntet? Genau dafür sind wir in den Süden geflogen. Okay, also, Sylvester. Ninh Bình, Bai Dinh Tempel. Und wir streiten uns schon, wer die Kamera kriegt. Hört euch das an.
핸드폰 잘 잡아? Zur Einordnung. Das ist die größte buddhistische Tempelanlage Südostasiens. Das ehrliche Fazit meiner Frau kommt jetzt. 신기해. 뭐가 신기해? 베트남에서 이런 것이 있는 거 처음 해봐. 여기도 사람도 많고. 그래요. Und dann wird's still. Ihre Tempel, das Zeug, mit dem sie aufgewachsen ist. Ja. Sie hat einfach meine Hand genommen und wir sind gelaufen. 내가 다 말했어. No. Dann gehst du rein und da ist er. Resiger Goldener Buddha. Hört einfach mal, wie groß diese Halle klingt. 108 ngọn ốc này bị khô và cái tính đặt lại với nhau tại vì cái hình ảnh của các người ta thấy hai người ta cũng nói rằng là Meine Frau hat sich hingekniet und eine Weile gebetet. Ich bin hinten geblieben und hab ihr den Moment gelassen. Manche Sachen kommentiert man nicht. Nster Stop, Trang An. UNESCO-Welterbe, Karstberge und ein Fluss, der mitten durch die Höhlen läuft. Das Ganze macht man im Ruderboot. 1,5 Stunden auf dem Wasser und mein Handy ist schon bei 86%. Also klar, ich krieg Panik. Dann verschlägt mir die erste Höhle sofort die Sprache. 내 내는 거 아, 여기 언니 여기 사진 찍으라고. 우리도 찍자고 해. 큐 먼저 올라가. 야, 우리부터 찍고. 오빠 찍어준대. Der Ruderer bietet an, mitten auf dem Fluss Fotos von uns zu machen. Und Alter, der Mann hatte Skills. Karstberge hinter uns, meine Frau lächelt. Vielleicht meine Lieblingsfotos der ganzen Reise. Auf halber Strecke legt das Boot an kleinen Tempeln am Fluss an. Wir sind raus, haben die Beine vertreten und viel zu viele Fotos gemacht. Auf der Rückfahrt habe ich sie gefragt, wie es war. Hört euch das an. 좋아? 또 오고 싶어? 맨날 잘해서 다 알아요. 많이 오세요. 한국 분들도 많이 오세요. 여기 한국 사람은 뭐 거의 없는 것 같은데? 그치? 한국 사람 여기 잘 모르는 것 같아. 다 거의 Ich will wiederkommen, hat sie gesagt. Und kaum ein Koreaner weiß, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Kein schlechter Jahresabschluss. Okay, Neujahrstag und wir starten ihn auf einem Boot. Halong bucht, ganz Tagesstur auf dem Boot, hat sich meine Frau ausgesucht. Ihr Land, ihre Entscheidung. Kurzer Flex zu dem Ort, UNESCO-Welterbe, und da draußen in der Bucht liegen rund 1600 Kalksteininseln. Saxon, 100. Wir sehen heute so 12 davon. Erste Mahlzeit des neuen Jahres. Mittagessen an Bord, während das Boot zwischen den Inseln rausgleitet. Hier waren wir plötzlich still. Wer meine Frau kennt, weiß, dann gewinnt gerade das Essen. Dann gehst du raus aufs Deck und, Alter, passt auf, was passiert, direkt nachdem ich das Wort Kimchi sage. 사람 너무 많아요. 스마일. 스마일, 김치, 잘 쳤어. 림. 50 진짜.
Weiter zur Sungsot-Höhle. Und statt sie wie Erwachsene zu bewundern, haben wir einen Felsen gefunden, der Echo macht. 여기는 구멍 크네. Pflichthöhlen-Selfie. Sie sieht top aus, ich verschwitzt. Als nächstes, T-Top-Strand. 일로 와봐. 여기 어떤 거 같아요? 응? 왜 더러워? 왜? 뭐가? 그리고 신발 신어야 돼. 아니면 비가 아파? 나와. Oh, und sie hat eine kleine Korea-Flagge an einen vietnamesischen Strand mitgebracht. Das ist unsere ganze Ehe in einem Bild. Letzter Programmpunkt, Kajakfahren. Achtet bitte drauf, wie ruhig und supportive mein Koching ist. 걔 잘해. 잘하고 있어. 걔 잘하고 있어. 좋았어. 앞으로. 왼쪽 오른쪽. 조심, 거조기 갈 거야. 됐어. 밀면 되잖아. Fürs Protokoll. Sie hat da draußen zugegeben, dass sie tatsächlich auf mich hört, wenn's gefährlich wird. Das lasse ich mir schriftlich geben. 왼쪽으로 해야지. 왼쪽. 또 왼쪽. Auf der Rückfahrt im Sonnenuntergang hat sie mir die Legende der Bucht erzählt. Eine Bergfee und ein Meeresdrache, deren Kinder sich zwischen Bergen und Meer aufgeteilt haben. Golden Hour. Ich habe gefragt, was ihr von heute am meisten in Erinnerung bleibt. Hört euch das an. 기억에 남아요? 오빠 나한테 화나는 거야. 그다음에 먹는 거. 뭘 먹었어? 새우. 오빠 껍질 따주는 거. 했었어? 아우. 맨날 화내요. Okay, Ruhetag. Immer noch Halong, erstmal Museum. Meine Frau findet sofort eine Freundin. 안녕. 가리네. 무기가. 오. 위험해 진짜. 언제 죽는지 몰라. 여기 여자 있네. 할아버지야. Okay, zu meiner Verteidigung. Der Bergwerkstunnel ist dunkel und die Oma sah extrem echt aus. Und ja, das sind wir, wie wir mit jedem einzelnen Bergmann im Raum posieren. Wirklich mit jedem. Sie hat angefangen. Sonnenuntergang an der Promenade. Ihr Fazit zum Strand? Wartet's ab. 오, 이쁘다. 예쁜데 더러워. 뭐가 더러워? 왜 빠졌어? 미물 썰물 그런 거 있잖아 원래. 갯벌. 키우, 여기 서봐 사진 Schön, 찍어줄게. aber dreckig, sagt sie. Und trotzdem, schaut euch das an. Die Golden Hour hittet hier einfach anders. Markt von Halong. Ein Fisch hier drin, 6 Millionen Dong. Das sind 300.000 Won. Ein Fisch. 찾아서? 이미 떴는데 뭘 그걸 걱정해. 지금 몇 킬로그램이에요? 50. 거짓말하지 말고. 야, 깜짝 넘어서. 진짜 크다. Snack Pause. Fürs Protokoll. Ich habe zu dem ganzen frittierten Zeug Nein gesagt. Sie nicht. Letzter Stopp. Lichtshow am Strand. Behaltet meine Frau im Auge. Sie wird gleich Essen finden.
Und das war der Ruhetag. Als nächstes Sapa, Berge, ein Dorf und ein weißes Pferd. Und da ist es. Hoch oben in Vietnams Norden, mitten in den Bergen. Und ehrlich, es fühlt sich an wie ein komplett anderes Land. Erster Stopp, Ket Ket Dorf. Ich kauf Wasser und eine Verkäuferin beschließt, der gehört heute mir. Hört euch das an. 오케이 물 하나 사잖아. 물? 여기 있잖아 지금. Siman, okay. 아, 괜찮아. no. 아, 괜찮아요. Dann klettern wir hoch zu diesem Aussichtspunkt und, ja, ich versuche gar nicht erst, das zu beschreiben. Die Fotos dürfen reden. Kurzer Kontext. Das ist ein Hmong-Dorf. Andere Sprache, andere Kleidung, alles anders. Selbst das Heimatland meiner Frau versteckt hier oben noch ein paar eigene Welten. Und dann wird das Dorf einfach zum Festival. Musik, Tanz, alle sind draußen. Das gab's von Sapa einfach gratis obendrauf. Meine Frau hat derweil Blickkontakt mit einem weißen Pferd. Also ja, wir machen das jetzt. Hört sie euch an. 거기 봐. Fürs Protokoll, mein Geld, ihr Pferd. So läuft der Deal, offenbar. 와. Wir sind durchs Dorf gezogen, bis das Licht golden wurde. Und wenn die Sonne hinter diesen Bergen verschwindet, wird's kalt. Und zwar schnell. Heißt, Zeit zu essen. Nachtmarkt von Sapa. Alles am Spieß, alles auf dem Grill. Wir haben uns Spieße geholt. Na klar. 다 먹었어. 그러니까 좀 그래서 다른 걸로. 보자. 그냥 간단한 거 사. 아이, 그래도 미안하잖아. 내가 전달할게. 걱정하지 마. 아니야. Der Markt spuckt uns auf einem Platz voller Neon-Hotpot-Schilder aus. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. 좀 사줄까? 이런 거 좀 세트로 좀 많이 사자. 아니 한. 아니야. 이거 뭐라고 적혀있는 거야? 그냥 이름. 내 딸 아니야 여기. 그럼 왜 시켜? 그러고. No. 화내지 마요. 맨날 하네. Dann wird das Abendessen zum ausgewachsenen Budgetgipfel. Mein Taschengeld, ihre Regeln. Hört euch das an. 너 다 같이 챙겨주는 거지. 그럼 애기 없을 때 10만 원, 100만 원. 애기 100만 원은 어디가 필요해? 그냥 내가 모여서. 아니 내가 적금 들고 거잖아. 싫어요. 애기 있으면은 그 300. 300이 뭐야? Okay, jetzt ist es soweit. Das große Ding. Fansipan, 3143 Meter. Das Dach von Indochina. Und nein, wir klettern da nicht hoch. Es gibt eine Seilbahn. Eine ehrlich absurde Seilbahnfahrt, die dich über ein ganzes Tal schweben lässt. Direkt in den Himmel. Und oben sind wir. Das erste, was dir auf 3000 Metern auffällt. Die Luft. Sie ist dünn. Hört mal, was ich hier oben als erstes sage. 내가 어지러워 나. 어지러워? 천천히. 해봐. Und dann sind wir raus auf die Terrasse und haben das hier gesehen. Ein Wolkenmeer. Ein echter Ozean aus Wolken bis zum Horizont.
Das ist der Aussichtspunkt mit dem Fahnenmast. Ungefähr hier haben meine Beine die Zusammenarbeit eingestellt. Hört mal. 여기 먼저 찍자. 내가 찍어줄게. 아니야. 쭉 내려가서. 분이 하얀색 입은 거보다 해군인 거 같아. Das sind meine Lieblingsfotos der ganzen Reise. Meine Frau. Über den Wolken. In ihrem eigenen Land. Ja, das kommt in einen Rahmen. Ach ja, und hier oben gibt's Pagoden. Eine ganze Tempelanlage, die auf den Wolken schwebt. 여기 봐. 인사해, 엄마 말. 진짜 진짜 매야. 매야. Das ist der große Buddha. Aus der Luft. Thront über den Wolken. Ich mein, also bitte. Und die Flagge überm Wolkenmeer. Wo meine Frau sich genau diesen Moment aussucht, um ihre Lebensphilosophie zu droppen. Hört mal. 돈 쓸 땐 써야 돼요, 오케이? 응? 이런 데 와서 좀 써. 괜찮아. 썼네. 너무 좋다. Zeit, wieder runterzukommen. Keiner wollte los. Die Wolken offenbar auch nicht. Auf dem Weg nach unten habe ich die Idee in den Raum geworfen, den Fansipan irgendwann wirklich zu Fuß hochzugehen. Ihre Antwort? Socrates' veto. Hört mal. 큐 화장 안 했네. 너무 아니야, 장난이야. 맨날 됐어. 화장해야 돼. 혼자 탔다. 저도 혼자 탔어. 좋겠다. Also Ja. Das Dach von Indochina, von ganz oben. Surreal. 가면 더 있어. 가면은 다들 만약에 주면은 Okay, also. 16 Tage unterwegs und wir sind wieder da, wo alles angefangen hat. Hanoi. Noch 2 Nächte. Und ehrlich, ich hab diesen Verkehr vermisst. Totales Chaos. Aber halt irgendwie choreografiertes Chaos. Hört einfach mal hin. Das hier ist also die Train Street. Cafés, buchstäblich auf den Gleisen. Wir diskutieren über Plätze, als wären's Immobilien. Und dann, oh, da kommt er. 뭐야 이거? 위에서 못 떨어졌어. Da ist gerade ein Zug an unseren Kaffeetassen vorbeigeauscht. Alter. Und der erste Move meiner Frau? Erstmal das Foto. Ehrlich. Respekt. Okay, let's food tour. Meine einzige Regel in Hanoi. Zu allem ein Hanoi-Bier. Und Leute, schaut euch diese Pho an. 한 개는 얼마인지 알아? 얼마? 아마 6만 동. 진짜 왜 이렇게 비싸? 아까 뭐? 비싸. 여기 비싸. 내가 먹던 거는 5만 동. 근데 엄마 이거 있어. Stop to. Ich war mir zu 100% sicher, dass das Frosch ist. Meine Frau so, nee, das sind Meeresfrüchte. Sie hatte recht. Klar, ist ja ihr Land. Beim letzten Abendspaziergang haut sie dann die ganz große Frage raus. Hört euch das an. 큐 먹고 싶어요 이거? 오늘 올해 마지막 저녁 어디서 먹고 싶어요? 여기 먹을까? 큐 원하는 대로 난 다 좋아 이 쭉 걸어가면
Meine Antwort war, was auch immer Q will. Und Q will diesen Laden. Ban Xeo, Flussgarnelenspieße auf Bananenblatt. Sogar unsere GoPro hat Platz bekommen. Letztes Abendessen der Reise. Garnelen, Ban Xeo, Hanoi Bier und einmal anstoßen. 16 Tage und sie hält es immer noch mit mir aus. 16 Tage. 6 Regionen. Vom ersten Ban Cha bis zum Wolkenmeer und alles davon ihr Heimatland. Wir kommen wieder. Nächstes Video. Dann ist sie mal die Touristin. Prost. 큐 새해 복 많이 받아요. 할 말 없어요? 너무한 거 아니야? 큐 화났어? 아니